Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder mal ein kleines Nähprojekt für euch, wirklich ein ganz simples, und zwar geht es darum, Geschenktüten aus Stoff zu machen, die dann auch immer wieder verwendet werden können, und wie ihr sowas machen könnt, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so eine Geschenktüte aus Stoff. Ich habe hier vorne drauf einen Spruch noch drauf geplottet, aber ihr seht, die stehen echt schön auch so wie eben diese Geschenktüten. Und wenn ihr da drinnen guckt, da habt ihr schon einiges an Platz. Das heißt, wir haben ein Innenfutter und ein Außenfutter. Dann eben mit dieser Lasche, um das Ganze zusammenzuhalten. Und ja, wie ihr solche Tüten machen könnt, das gucken wir uns jetzt gleich an. Also schauen wir uns mal an, was wir für diese Tüte brauchen. Das erste, was ihr braucht, sind 2 Stücke Stoff. Ich habe hier einen grauen für innen und einen mit Sternen für außen. Das sind diese beiden Stücke, und steht jetzt ein bisschen Kopf, aber einfach damit ihr die Form seht. Das ist quasi, es hat ja einen oberen Bereich und einen unteren Bereich und einen mittleren Bereich. Wenn ihr euch eine Schablone macht, dann geht es am einfachsten, wenn ihr einfach die beiden Stücke schneidet und dann hier dieses Mittelstück. Und wenn ihr komplett schneidet, das aufzeichnen wollt, hier einfach mal die Maße. In der Breite sind es 24 cm. Hier schneiden wir 5 cm rein. Das heißt, hier sind es nicht 24, sondern hier sind es nur 14 cm. In der Länge ist dieses Stück 20 cm, dieses ist 8 cm und dieses ist 20 cm. Das heißt, wir haben hier 2 Stücke, die 24 cm mal 20 cm sind, und hier in der Mitte haben wir ein Stück, was 8 cm mal 14 cm ist. Und beim Einschneiden, ihr könnt einfach das komplette Stück ist 48 cm. Dann messt ihr einfach 20 cm runter und macht da eine Einbuchtung von 5 cm. Das über 8 cm und dann nochmal eine Anbuchtung von 5 cm und dann habt ihr wieder 20 cm. Dasselbe auf der anderen Seite. Und eben diesen Stoff braucht ihr zweimal. Und dann habe ich noch ein Stück Flieseline, die ist auf der einen Seite, hat die so eine glänzige Beschichtung, das ist der Klebstoff, und die brauchen wir ein bisschen kleiner. Das heißt, hier haben wir in der Breite nur 22 cm und in der Höhe nur 18 cm. Diese beiden Stücke, und hier in der Mitte sind wir bei 10 cm Höhe, und hier geht hier auch jeweils 5 cm rein. Von dem her ist dieser Teil 12 cm. Das heißt, hier das Ganze 18 und 18, 36, 46 cm, und in der Breite sind wir bei 22 cm. So könnt ihr euch das zurechtschneiden, oder ihr könnt es auch einfach von einem Stoff her angucken. Es ist einfach überall 1 cm Nahtzugabe um dieses Stück herum, also um den Stoff herum, sagen wir es mal so. Die Flieseline werde ich nur auf den Außenstoff auftragen, und das ist bei mir hier dieser Sternchenstoff. Dann habe ich noch kleine Stücke, und zwar ist es für hier diese Lasche. Hier habe ich sie eckig gemacht, die hier habe ich so ein bisschen abgerundet, und das habe ich ganz einfach die Schablone hier mit einem Eckenabrunder gemacht. Da diese 2 sind 8 cm in der Länge und 5 cm in der Breite, und ich habe hier den Außenstoff genommen, aber da könnt ihr zum Variieren auch den Innenstoff nehmen, wie euch das besser gefällt. Und da habe ich ein kleines Stück Flieseline noch für auf einer der Seiten, das ist dann 7 cm mal 3 cm. Das ist das, was wir an Stoff brauchen. Des Weiteren, oder einfach um euch zu sagen, geschnitten habe ich das Ganze mit dem Schneidelineal und dem Rollschneider. Fürs Ausrichten teilweise verwende ich dann auch noch das Geodreieck, das große.
Ich werde die meisten Sachen anpinnen oder mit diesen anklipsen, also mit diesen Magic Clips oder Wonder Clips heißen sie, glaube ich. Ich habe aber auch Nadeln, also je nachdem, was ihr da lieber verwendet. Dann habe ich hier, wenn ihr euch entscheidet, diese Lasche zu machen, und die könnt ihr in der Breite, ich habe die Maße, die ich euch gegeben habe, das reicht gerade so hier für in der Mitte. Ihr könnt die natürlich auch länger machen, also da könnt ihr euch entscheiden, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich habe hier einen Druckknopf drauf gebracht und deshalb brauchen wir hier noch Druckknöpfe und das Element, um diese Druckknöpfe anzubringen. Das habe ich hier schon auf der Variozange. Das heißt, wir brauchen noch diese Zange. Schneiden ist immer auch gut, wenn man die auf dem Tisch hat, die Stoffschere. Und was ich zusätzlich noch machen werde, ich habe es hier mit weißem Hintergrund und grau. Ich werde hier dieses Element dann vorne auf diese Stofftüte machen und deshalb habe ich hier Flexfolie und auch die Hitzematte und die Cricut Mini Heat Press. Natürlich brauchen wir auch ein Bügeleisen und wir brauchen die Nähmaschine, logischerweise. Aber das ist eigentlich auch schon alles, was ihr braucht. Und das Projekt ist wirklich auch für Nähanfänger geeignet. Das kriegt ihr wirklich wunderbar hin. Was wir jetzt als erstes machen, ist hier die Flieseline auf den Stoff aufzubringen. Das heißt, bei diesem kleinen Teil, und achtet darauf, dass die glänzige Seite wirklich auf dem Stoff liegt und dann nicht an eurem Bügeleisen festklebt. Da mache ich es so, dass ich das so hier aufbügeln werde. Das heißt, ich gucke auf den Seiten und oben, dass derselbe Abstand ist. Das ist das eine. Und die andere Flieseline kommt, wie gesagt, hier auf diesen Stoff, und zwar logischerweise auf die Rückseite oder die Innenseite und da auch die Klebepunkte nach unten und da eben überall mit diesem 1 cm Nahtzugabe. So bringe ich das jetzt auf den Stoff auf. Meine Flieseline ist eine H250, da heißt es, man soll einfach jeweils mit mittlerer Hitze, also die Stufe auf eine 2 eingestellt und das für 8 Sekunden, und das mache ich jetzt kurz und bin gleich wieder zurück. So, das habe ich jetzt gemacht. Was ihr mit diesem kleinen Stück macht, ihr legt hier das rechts aufeinander. Das mache ich effektiv einfach kurz mit 2 Nadeln fest. Und das Element näht ihr einfach mit 1 cm Nahtzugabe hier auf diesen 3 Seiten fest. Am Anfang und am Ende verriegeln nicht vergessen. Den Teil hier oben lasst ihr offen, damit ihr das Ganze dann wenden könnt. Beim anderen oder bei den anderen 2 Elementen macht ihr das so. Ihr nehmt die rechte Seite aufeinander und legt es passend zusammen. So dass hier die Ecken aufeinander passen und der Rest auch aufeinander passt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann können wir auch mit dem an die Nähmaschine, und zwar näht hier bei beiden Stücken die Seiten. Das heißt, ich fange hier an, verriegeln, gehe runter bis hier, wieder verriegeln. Andere Seite, anfangen, verriegeln, runternähen, verriegeln, und dasselbe bei diesem Stück. Am Anfang und am Ende verriegeln, runternähen, hier verriegeln, runternähen, hier verriegeln. Einfach so, dass ihr bei beiden Stücken die Seiten zusammen genäht habt. Das eben mit 1 cm Nahtzugabe, und ich habe meine Nähmaschine auf eine 2,5 eingestellt von der Breite, von der Stichbreite her. Mit einem Gradstich natürlich. Und das machen wir jetzt auch kurz. We twist the truth to
justify. But baby, two wrongs doesn't make it right. I'll be yours till the morning light. Right here in the moment, we're breathing life. Both of us lost in this ugly life. Right here, all that matters is you and I. So hold on and let's save this night. Lovers to fight. Wenn ihr damit fertig seid, sollte das so aussehen. Was ich auch gleich gemacht habe, ist hier die Nahtzugaben auseinander zu bügeln. Dasselbe auch beim Innenstoff. Was wir jetzt auch gleich machen können, ist dieses kleine Ding hier, die Lasche, zu wenden. Und da hilft es effektiv, wenn ihr irgend so einen langen Gegenstand habt, wie hier zum Beispiel ein Chinastäbchen. Das so ein bisschen auseinanderzuziehen und das da quasi durchzustoßen. Was ich hier übrigens auch gemacht habe, ich habe auch das so ein bisschen zurückgeschnitten an den Rändern und auch die Ecken ein bisschen gekürzt, damit es dann auch besser geht oder es nicht so eine Wölbung gibt, wenn es dann ineinander liegt. Dann könnt ihr hier diese Ecken oder leichten Rundungen auch kurz rausstoßen mit dem Chinastäbchen. Das können wir dann noch kurz bügeln, damit es wieder ein bisschen besser aussieht. Jetzt machen wir hier bei diesen Teilen weiter. Und zwar geht es jetzt darum, dass ihr diese Ecken auseinanderzieht. Da hilft es eben, wenn ihr die Nahtzugaben schon auseinander gebügelt habt, weil dann liegt es dann ein bisschen besser. Einfach hier gucken, dass ihr schön diese Ecke erwischt, sodass das gerade liegt. Und das könnt ihr aufeinander stecken. Weil die 4 Ecken, die wir haben, die werden wir dann auch mit 1 cm Nahtzugabe vernähen. Am Anfang verriegeln, hier gehe ich jeweils zweimal drüber und dann am Ende auch verriegeln. Und das eben mit einer Nahtzugabe von 1 cm. Wenn es euch einfacher geht, was ihr auch machen könnt, jetzt gerade bei dem Stoff, der nicht verstärkt ist, ihr könnt hier auch das hier auseinanderziehen und die Nahtzugaben aufeinander legen. Und dann sollte sich quasi der Rest fast ein bisschen von alleine ergeben. Weil per se müsste das ja dann so aussehen. Von dem her geht das hier fast ein bisschen einfacher bei dem Stoff. Und eben was wir jetzt machen, sind diese 4 Ecken kurz abzunähen. Wenn ihr damit durch seid, dann solltet ihr jetzt 2 Beutel haben und jetzt wendet ihr denjenigen, der für innen gedacht ist. Könnt ihr auch die Ecken, den so ein bisschen raushelfen. Und mit dem geht ihr jetzt in den anderen Beutel rein. Und hier geht es jetzt darum, dass hier die beiden Nahtzugaben schön aufeinander liegen. Und dann entscheidet ihr euch eigentlich, was vorne und was hinten ist. Ich nehme jetzt einfach mal das vorne und das hinten. Weil hinten muss jetzt
diese Lasche rein. Und zwar geht die so rein, das wird nachher unten sein, das heißt dieses Teil hier. Und so legt ihr das zwischen diese zwei Stoffschichten rein. Ihr könnt vorher abmessen, wo die Hälfte ist, hier. Es müsste so bei 10,5 cm sein, das heißt bei mir ist die in etwa hier. Und genau da bringe ich dieses Teil hier rein. Und da könnt ihr euch auch entscheiden, wie lange die dann sein soll. Also wie viel diese Überlappung hier ist. Ihr seht von der Länge her, ich habe ungefähr dieses Stück ist das, was dann rausguckt. Und ihr seht es ja auch so ein bisschen, die geht jetzt hier bis hier. Und da guckt ihr einfach, dass sie eben mittig liegt und gerade runter auch geht. Und so klebt ihr die zwischen diese beiden Stoffe. Und dann könnt ihr auch den Rest noch festklippen. Das heißt, es geht hier wirklich darum, dass einfach dieser Innenstoff und der Außenstoff übereinander liegt. Jetzt könnt ihr das ringsum festnähen, aber lasst hier auf jeden Fall eine Wendeöffnung, die genug groß ist, damit ihr dieses ganze Teil dann oder diese beiden Teile durchstülpen könnt. Das heißt, ich habe hier circa, sind das 10 cm, die ich offen lasse. Das heißt, ich fange hier an, verriegle, gehe mit 1 cm Nahtzugabe nicht hier rum. Hier gehe ich zweimal drüber. Da alles ringsherum, auch hier wieder zweimal drüber, bis ich wieder hier bin. Und wir hatten hier gestartet, ne? Da gehe ich bis hierhin und verriegle hier auch wieder. Und eben wie gesagt mit 1 cm Nahtzugabe. Und was ihr am besten auch macht, ist, dass ihr hier, wo diese Lasche ist, dass ihr da auch 2-3 Mal drüber näht. Let's save this night. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr eben durch diese Wendeöffnung hindurch die beiden Beutel wenden. Und dann kommt der Innenbeutel rein. Ich helfe den Ecken hier einfach jeweils mit den Fingern, dass die sich so ein bisschen zurechtfinden. Und was ich jetzt am Bügeleisen mache, ist einerseits, ich bügle hier die Kante schön, dass die wirklich schön liegt. Das heißt, dass der Innenstoff innen liegt und der Außenstoff schön außen liegt. Und das natürlich dann auch gleich da, wo ihr die Wendeöffnung gelassen habt, dass das schön gerade weitergeht. Und was ich dann auch gleich mache, wenn ich das gemacht habe, ist, dass ich hier ringsherum also knappkantig, das heißt, ich werde mich hier am Nähfuß orientieren und die Nadel nach rechts ausrichten, da einfach einmal außenrum näht, damit ihr hier einen schönen Abschluss habt. Wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr hier jetzt einen schönen Rand haben.
Was ich dann auch gleich mache, ist dem Ganzen so dieses Tütenform zu geben. Und zwar ist es ja jeweils so, dass nach vorne sieht man so, hinten ist es quasi so aufeinander gelegt. Und deshalb werde ich bei dem jetzt hier einfach in diese Ecken reindrücken und dann hier oben versuchen, dass das gleich, also regelmäßig quasi hoch geht und dass hier diese beiden gleichmäßig innen drinnen liegen. Ich drücke hier, hinten lege ich es um und auf den Seiten drücke ich hier rein. Und dann sollte das so ziemlich gleichmäßig sein. Weil was ich jetzt machen werde, ist einerseits, ich bügle hier diese Kanten ab, damit die hier wirklich schön geformt sind. Und dann werde ich hier überall wirklich nur 3-4 Stiche runter und einmal hochnähen, damit das hier quasi in der Form auch bleibt. Das heißt, wenn das dann oft genutzt wird, dann habe ich trotzdem immer noch diese Form, weil eben genau diese 4 Ecken hier ein ganz wenig zusammengenäht sind. Und genau das mache ich jetzt noch kurz. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann habt ihr hier quasi eine Tüte. Jetzt machen wir noch den Druckknopf. Da brauche ich in meinem Falle einen Stern, einen Kreis, so ein Teil und so ein Teil. So. Und jetzt gucke ich zuerst mal, wo will ich den Stern hier platzieren. Und dann kann ich den entweder, ihr versucht es hier durch den Stoff durchzustoßen oder ihr nehmt eine Ahle oder auch was immer für ein spitzes Element ihr habt und geht da kurz mit dem durch, weil dann geht das Ganze so ein bisschen einfacher. Dann könnt ihr hier eben den Stern reinmachen, den Stoff so ein bisschen nach hinten schieben und dann mit diesem Tunnel hier drauf. Dann kommt dieses weiße Teil auf den Stern und das Plastikteil hier auf diesen Tunnel. Einmal mit Schmackes festmachen. Voilà. Und dann könnt ihr die quasi kurz hinstellen und gucken, wo das Ganze zu liegen kommen muss, wenn es dann geschlossen ist. Und da kurz ein bisschen drauf drücken, weil dann ergibt sich auch ein Abdruck und dann wisst ihr, wo ihr das andere Stück reinmachen müsst. Weil das kommt von hinten, das Teller. Und dann dieses Element kommt hier oben drauf. Auch wieder der weiße Teller kommt auf das runde Teil hier oder auf den Innenteil und das andere hier. Voilà. Und schon haben wir hier unseren Druckknopf. Das wäre jetzt quasi schon die Geschenktüte, wenn ihr die so lassen wollt. Ihr könnt auch, wenn ihr dieses obere Element weglassen wollt, könnt ihr da zum Beispiel auch eine Klammer jeweils drauf machen, je nachdem wie ihr das gerne habt. Ich mache das gerne, kennt mich von wegen Flexfolie. Hier habe ich was mit Weiß versucht und ich habe auch schon was vorbereitet, mehrere Schichten.
Wenn ihr wissen wollt, wie man das mit diesen Outlines macht, wenn ihr Buchstaben habt und dann Outlines generieren, dann verlinke ich euch oben ein Video, was ich dazu gemacht habe. Aber ich werde jetzt effektiv das hier mit der Heatpress draufbringen. Das heißt, die stelle ich auf eine 2 ein für meine Flexfolie. Ich habe auch noch ein Stück Backpapier und zwar aus folgendem Grund. Ich erzähle euch kurz, wenn die warm wird, wie ich das mache. Ich habe hier mehrere Elemente, die aufeinander sind und ich klebe die einfach jeweils aufeinander, um zu gucken, wo will ich die anbringen. In meinem Fall wird es so in etwa hier sein. Und um das aufzubringen, müsst ihr effektiv die einzelnen Schichten wegnehmen. Das heißt, ich habe eine erste Schicht, die werde ich hier drauf pressen, aber nicht die kompletten 30 Sekunden. Bei meiner Flexfolie ist eigentlich auf eben der mittleren Hitzestufe für 30 Sekunden. Ich gehe nur 15 Sekunden drauf, einfach so, dass ich diese Schutzfolie abziehen kann. Und dann lege ich das nächste Element drauf und gehe da auch wieder 15 Sekunden drauf, nehme auch da wieder die Schutzfolie weg und so weiter und so fort, bis ich ganz am Schluss alle drauf habe und erst dann gehe ich die vollen 30 Sekunden drauf. Und warum ich das Backpapier habe, ist einfach, damit ich immer, also ich werde das immer, jetzt beim ersten nicht, weil das ist das größte Element, aber für alle anderen Sachen werdet ihr sehen, dass diese Flexfolie irgendwann frei liegt und da dürft ihr natürlich nicht mit der Cricut drauf, sondern da geht ihr effektiv hier dann mit dem Backpapier drauf. Aber ihr seht das jetzt, wenn ich das mache. Is in a stream, the ocean called for you. Und jetzt seht ihr auch, warum ich erst am Schluss dann nochmal ganz drüber gehe. Vielleicht hier beim D, ich weiß nicht, ob es gut sieht, aber dadurch, dass diese Schutzfolie nicht immer alles abdeckt, sondern einzelne Elemente halt einfach nur sind, kann es sein, dass sich hier so ein Abdruck ergibt und wenn ihr da eben nur die 15 Sekunden drauf geht und jetzt zum Schluss die kompletten 30, dann löst sich das wieder so ein bisschen auf. Und dann kann ich die Cricut auch schon wieder ausmachen. Et voilà. Und fertig ist auch dieses Element. Und ihr seht, da habt ihr echt schon viel Platz innen drin. Also da kann das Geschenk ruhig auch schon ein bisschen größer ausfallen. Von dem her habt ihr hier eben, ihr könnt eine Beschriftung drauf machen, müsst ihr aber nicht. Und ansonsten habt ihr eben hier genau gleich wie die Papiertüten eine Tüte aus Stoff, die man dann einfach immer wieder verwenden kann. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, es auch nachzunähen und solche Geschenktüten auch weiter zu verschenken. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept off their